Hallo ihr lieben Kreativen, willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, willkommen in meiner kreativen Welt und willkommen im Jahr 2024. Das erste Video in 2024. Wenn ich mir an meinem Maltisch sitze und rausschaue, dann ist es einfach nur ekelhaft. Regen, trüb, Schnee, Graupel, es ist keine Sonne seit Tagen zu sehen und aus dem Grund habe ich total Lust auf Farben gehabt und ich mache hier heute eine richtig schöne Regenbogenkarte. Ja, ihr habt das gesehen, ich habe mit Aquarellmalstift mir einfach so eine, keine Ahnung, so eine geschlängelten Korallenform, so eine Form da, ihr seht das ja, aufgemalt. Und jetzt fange ich an und mal das Ganze in Regenbogenfarben aus. Die Farben, die ich hier benutze, sind alle von Victoria, von VH Aquarell. Ich habe da ein paar Proben noch gehabt, die benutze ich hier und auch ein paar Farben, die ich schon bestellt hatte. Und die sind einfach wunderbar. Ihr werdet das sehen, wenn ihr mal darauf achtet. Wenn das Ganze getrocknet ist, hat das immer noch die gleiche Leuchtkraft wie jetzt. Also die Farben werden nicht blasser, sie werden nicht heller, wenn sie trocknen. Die sind einfach wunderbar. Ich kann euch die nur wärmstens ans Herz legen. Das ist hier keine Werbung, für die ich bezahlt werde, sondern Werbung aus Überzeugung. Und die Farben sind ein Traum. Ja, ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Ansonsten nehme ich hier in Hannemühle Papier, ein raues, 275 Gramm. Torchon oder so ähnlich heißt das. Auch das verlinke ich euch. Und ja, ich fange jetzt einfach an, hier male die Farben ineinander, verschiedenste Übergänge, wie es halt beim Regenbogen auch so ist. Das macht total viel Spaß. Es ist super entspannend. Ihr könntet das natürlich auch mit einem Bleistift malen, was ich hier in Gelb gemacht habe. Aber ich habe gedacht, Aquarellmalstift, das löst sich auch so ein bisschen an, wenn man da dran kommt. Und dann ist der Übergang ganz zart. Und ja, da lasse ich euch erstmal in Ruhe zuschauen. Das ist jetzt ja nicht unbedingt spannend, aber entspannend. Und wir sehen uns dann in Kürze wieder.
So, die Karte ist dann gleich soweit fertig angemalt. Und jetzt gibt es unfassbar viele Möglichkeiten weiterzumachen. Man könnte sie natürlich jetzt auch einfach so lassen. Ist ja auch schon schön. Ne? Ich habe mich entschlossen, hier mit meinen Acrylfarbstiften einfach nochmal die Farben zu wiederholen. Je nachdem, welcher Bereich da ist, werde ich einfach nochmal die Punkte auch drumherum setzen in diese weißen Flächen. So ein bisschen ineinander verschwimmen lassen. Also gelb um gelb, orange um orange und so weiter. Ihr werdet das am Ende sehen. Man könnte jetzt aber auch ganz anders weitermachen, indem man sich zum Beispiel einen schwarzen Fineliner schnappt und diese Flächen im Hintergrund mit schwarz verziert. Punkte mit Linien, Diagonalen, mit kleinen Kreisen, mit kleinen Herzchen, was euch da einfach einfällt. Das sieht auch super toll aus. Ich hatte aber einfach heute Lust, nur mit Farbe zu machen und deshalb läuft das hier bei mir so weiter. Ich zeige hier jetzt nicht gleich den ganzen Vorgang. Ich werde das dann da mal kurz stoppen und am Ende seht ihr das Ergebnis. Und dann wird das gute Stück noch auf eine Karte geklebt und dann ist diese super schöne farbenfrohe Karte auch gleich schon fertig. Ja, hier könnt ihr das jetzt sehen, so sieht das aus bei mir, wenn es fertig ist und ich werde da überhaupt nichts weiter dran machen. Ich klebe das Ganze jetzt noch auf einen schönen gelben Kartenrohling, das soll ja so schön fröhlich bleiben. Und ja, dann hoffe ich doch, euch hat dieser kleine Ausflug in die farbige Welt gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Hier seht ihr nochmal das Papier. Und ja, dann habt viel Spaß beim Kreativwerden. Jetzt kommen noch ein paar Detailansichten und dann macht's gut. Bis zum nächsten Video, eure Melanie.